Hm. Auch Herr Tobul hat mich gebeten und mir ein paar Inputs gegeben zu Ukraine. Was wir bemerkt haben in den letzten Tagen, seitdem der Krieg losgegangen ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund sowohl an der Weiterreise innerhalb der Ukraine als auch am Grenzübertritt gehindert werden. Und das wäre uns, glaube ich, allen sehr wichtig. Das habe ich auch aus der People of Color Community gehört, dass dort mehrere dunkelhäutige Menschen nicht die Grenzen übertreten durften. Es ist ja keine Frage, dass wir jeden aufnehmen, der bei uns ankommt, aber momentan scheint das da von Seiten der Ukraine falsche Einschätzungen zu geben. Und ich glaube, da wäre es schön, wenn wir jetzt als Deutschland, auch wenn es jetzt über den Hamburger Integrationsbeirat an Sie herangetragen wird, Frau Leonhardt, Sie haben die direkte Linie zu unserem Bundeskanzler. Die Menschen sollen zu uns kommen dürfen, über die Grenzen dürfen, sonst geraten sie zwischen die Fronten. Das haben wir als Roma immer wieder erlebt und das deutet sich momentan auch an. Also selbst die Roma in Polen haben Panik, momentan in die Armee einberufen zu werden. Von dort selbst aus Polen setzen sich momentan Familien nach Hamburg in Bewegung, um sozusagen vor dem Konflikt an der Grenze zu flüchten. Ebenso habe ich von Herrn Tobul gehört, dass auch muslimische Menschen momentan Schwierigkeiten haben. Wir haben natürlich Krieg in der Ukraine, keine Frage. Und in solchen Fällen ist es dann aber immer schwierig, zwischen Nationalismus und Patriotismus zu unterscheiden. Ja. Dass alle patriotisch sind in dem Land und das sind dann auch die Roma, die dort die Staatsbürgerschaft haben, die ukrainische. Es ist ein Unterschied zu Nationalismus und ich glaube, wir müssen dort jetzt auch als westliche Staaten über Deutschland ein klares Zeichen setzen, was da unsere Ansprüche sind in der Rechtsstaatlichkeit. Dass jeder sein Land als Patriot lieben kann, aber nicht als Nationalist fordern kann, dass Ausländer in seinem Land nichts zu suchen haben oder ihnen das Leben schwer machen. Das ist das, worum ich Sie gerne bitten würde und worum ich dann auch von 2 weiteren Menschen aus den Communities gebeten worden bin. Vielen Dank, Herr Knutzen. Ich kann da direkt darauf reagieren, weil das heute auch Thema war. Heute gab es eine Konferenz der Innenminister, auch natürlich zu unterschiedlichsten tagesaktuellen Fragen, was noch andere Themen betraf in dem Zusammenhang. Aber da ist genau dieses auch angesprochen worden, was Sie geschildert haben, das Aufhalten von Menschen an den Grenzen, das nicht zuordnen können, dass auch Einreise nach Polen verweigert wurde, in die Moldau zum Teil. Die Weiterreise wird ja auch schon schwierig gemacht. Genau. Die Menschen werden nicht in die Züge gelassen. Genau, und da ist jetzt jedenfalls angeschoben, also diesmal gesagt, dass insgesamt es eine Verständigung europaweit auf Einreisen nach § 24 gibt, die Drittstaaten einschließt, also Drittstaatler, die auf dem Gebiet der Ukraine gegenwärtig sind. Das wird sicherlich nicht über Nacht die Situation vollständig verändern, aber wir sind im Gespräch wirklich mit der ukrainischen Administration, so wie das eben noch geht, muss man deutlich sagen. Ich verstehe das auch nicht als bösartig von der Ukraine. Man hat das einfach nicht im Blick gehabt. Genau, auch mit den Nachbarländern und das ist auf dem Zettel, kann ich Ihnen versichern. Das ist heute nämlich wirklich aktuell Thema gewesen. Ne? So, dann hat sich Herr